Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Game of Thrones, das Rollenspiel. Die Ereignisse in der letzten Folge haben sich ja ziemlich überschlagen. Jane musste bei Lord Arryn bleiben. Alester und Mors haben sich erst nicht gerade wohlwollend miteinander ausgesprochen. Kam zum Beispiel heraus, dass Alester eigentlich auf Mors Familie hätte aufpassen sollen, dieses aber nicht getan hat, weswegen es einen übelsten Streit zwischen den beiden gab. Und ja, jetzt sind wir in River Spring, beziehungsweise Flussrad, wieder angekommen, wo jetzt Valar unsere Schwester heiraten will. Will aber mal eben versuchen, können wir Landhaus der Westfalls, könnte man auch hin, warum sollte man das tun? Oh, wir können auch zur Schwarzen Festung. Sollte man vielleicht auch mal machen. Gehen wir zur Schwarzen Festung. Ich will nämlich erstmal mich noch mal ein bisschen ausrüsten besser. Für den Kampf gegen Valar, falls wir da irgendwie kämpfen. Muss vor allem Mors will ich besser ausrüsten. Und mich generell etwas vielleicht um mögliche Nebenquesten kümmern. Hier gehe ich aber mit Mors voraus, weil das ja hier Mors-Gebiet ist, der Norden. Auch wenn ich mal eben gucken, ob ich nicht vielleicht wieder eine, weiß gar nicht, habe ich noch eine Statue für, Walter? Muss ich auch mal gucken. Ja, die Sprüche hatten wir leider schon alle. Ein paar mehr Zitate wären auch schön gewesen, obwohl ich auch selber nicht weiß, welche noch irgendwie bedeutend wären, dass man die hätte reintun können. So. Sie haben bestimmt über Jane geredet. Rüstungshändler? Nee, warte, gar nicht. Ja, Rüstungshändler interessiert mich gerade weniger. Hier, Waffen. Rippenbrecher, große Eisenaxt. Okay, die sind nicht so die interessanten Waffen hier. So, aber verkaufen können wir mal. Kurzschwert. Wir verkaufen Hammer des Anführers. Langdolch. Schwert des Anführers. Verstärkte irgendwas. Die normale sowieso. Langschwerter, 2 Stück können wir verkaufen. Messer. Oh, jetzt kriegen wir endlich mal Geld. Säbel, weg damit. Rüstung der Westfalls, nee, die verkaufen wir natürlich nicht. Ach, also den einfachen abgenutzten Dolch. Hol den mal weg. Schild aus Burgholz, abgenutzter Ritterschild. Siegel der Baratheons, Energiegeneration plus 7%, muss ich mal irgendwem geben. Goldwette der Sarwicks, nee, die behalte ich. Mors Halskette, die muss ich dem auch mal wieder anlegen. Lord Stahl Kettenhemd. Ja komm, von mir aus, hier Verkauf. Lederarmschienen aus Burgholz, bitte. Plattenhandschuhe. Verstärkter Eisenhut. Nimm. Nimm und stirb glücklich. Kettenbeinling aus dem Tal von Arryn. Kettenhandschuhe. Zerrissene Hose. Ist ja ganz schön viel wert. Siegel der Erkenntnisse und Binden eines Gefangenen. Jetzt haben wir 7 Goldmünzen. Jetzt können wir mal gute Rüstungen kaufen. Erstmal die Trankdinger auffüllen. Warte, hier, Alester. Zieh mal die Goldwelle mal wieder an. Und dann hier bei Dingens. Siegel der Baratheons, das kriegst jetzt einfach mal du. Und Mors kann seine Halskette wieder haben.
Ach, das ist der Rüstungshändler. Rüstung der Nachtwache, Mittel, lederner Wappenrock. Alester Sarwick. Nee, ist nicht. So gut, Kette und Eisenhelm, nee. Lederhaube. Nee, die haben wir nicht so gute Sachen. Dann gehe ich doch lieber... Ich wollte gerade mit M auf die Weltkarte gehen. Zu Walter. Zu Walter gehen wir mal eben. Wo ist er denn, der Gute? So. Good day to you, Mors. You wouldn't by any chance have some work for me there in your pouch? I haven't forgotten you, Walter. Show me. I have brought you the King of the Heavens, Walter. The Father. What a fine piece. It is very well preserved. I shan't need to work on it long. You seem very sure of yourself. The Father judges us all. He is authority and justice. You don't believe me capable of lying to his face, do you? Never fear. I will watch over it like the tip of my nose. So. Good day to you, Mors. You wouldn't by any Doch, hab chance ich. have some work for me. Show me. So, die Mutter. This should interest you. It would seem this is the mother. Blessed may she be. I will restore all her soft beauty, believe me. She has always been my favorite. In memory of your woman? In memory of all women. No man will ever be able to understand their suffering, nor will they ever love like a mother loves her child. Die Stimme passt viel besser zu Walter. Finding Oh, these Mist. hues will be a delicate matter. Almost as delicate as this beautiful face. I don't know who sculpted these statuettes, but I'm beginning to think that it's not the work of a man. Make sure your hands remain steady and focused on the task, Walter. Jetzt habe ich hier aus Versehen Sachen weggeklickt, aber ich dachte eigentlich, wir müssen wieder auswählen, aber ist nicht der Fall. Good day to you, Mors. You wouldn't by any chance have some work. It would seem that something weighs heavily upon you, Walter. There is actually something of which I would speak to you. We must do something for Patrick, Mors. I fear for him. Explain yourself. Let's just say that the fellow reminds me of an old story of mine. A story, eh? Aye, a story of long ago when I was a child. In another life, you could say. There was this carpenter, Fat Baron, a jolly fellow, as round as a barrel but with magical fingers, capable of making anything. Well, this man had a bitch, a big black beast, as nice can be. She let the little ones climb on her. They tore tufts of hair from her, and not the slightest yelp of pain. She didn't even push them off. I'm not sure I follow you, Walter. I'm getting to it. One day, this gentle bitch goes and kills a little boy, a tiny little wretch who just slipped her some scraps of stew to eat. Shrip, just like that, she tore his throat out. Let me guess. You believe Patrick could have gone down the same path? Exactly. You see, the thing is that I'd seen the trouble coming. She'd begun changing weeks before, months even. First, she stopped wagging her tail. Then she'd flee when children came to pester her. Sometimes she'd start growling. When I saw that, I refused to touch her or even to walk anywhere near her. I already knew how to sense trouble back then. The others made fun of me, treated me like a weakling and a piss-pants, but I didn't give a damn. When it happened, everyone seemed so surprised. I would have been rolling with laughter if it hadn't been so tragic. And Patrick gives you that same feeling? Sometimes something breaks inside someone, and we see them do things that we'd never have believed possible. When I look at Patrick, when I see his eyes so cold, so empty, I remember that story. It's been a long time since that one wagged his tail as well. You know, that bitch, they had to destroy her after all that. I understand your concerns, brother. I'll keep an eye on you. Ist das jetzt eine Quest?
Wo ist denn, hier Patrick? Jeor Mormont, kann man auch mal mitreden? Ah, Mors. You've come back to us. You did well to bring Andar. He's a good man, and certainly did not deserve to be beheaded for his one brief fit of panic. I'm still not sure what to do with the boy from Molestown, but I suppose he's an extra pair of hands. Also es hat auch nochmal alles Erfahrung gegeben. Finde ich gut. Zurück zum Spiel übrigens, bitte. Did you see the stark bastard practicing? He gave all the others a beating. He's a big fellow and bloody tough. Aye, but it doesn't look like Alester Thorne is fond of him. He's going to break him in two. Don't you think our dear Master at Arms is exaggerating? He does all he can to make sure his recruits hate him. That's not the way to turn them into brothers. He does what's needed so that his recruits survive. That's exactly what the wall needs. Ah, wir sind jetzt an einem Zeitpunkt, wo Jon Schnee zur Mauer kommt. Kann man den treffen? Das wäre irgendwie voll geil. Everywhere we looked, there were wildlings. We didn't dare go to sleep and work night and day. All we wanted to do was to seal the entrance once and for all and then leave. If Halfhand hadn't been there, we would have... Okay. Wars in the south are no concern. Hier unten noch mit irgendwem reden? Nee. Ich würde dann echt sagen, wir gehen mal nach Königsmund. Wenn wir draußen sind wie Patrick. Ja, lad mal ein bisschen schneller. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr, was hier, was ich hier noch alles vorlesen soll, was nicht. Hier kann man auch mit niemandem reden. Schade. Ich hätte gerne irgendwie mal mit Jon Schnee geplauscht. Aber das wird wohl nix. So, dann vom Norden wieder ab in den Süden. Lohnt es sich nach Mulwarf zu gehen? Gehen wir nach Königsmund. Lieber das Spiel an sich verhöhnen als spielen und verlieren. Jenna Lannister, okay, doch, den Spruch hatten wir. Ich dachte gerade für einen kurzen Augenblick, dass wir das Zitat hier noch nicht hatten, aber ich habe mich geirrt. Da kann ich auch mit jemandem reden. Moros. Okay. Mache ich auch direkt noch, aber, ja, nicht direkt. Erstmal will ich handeln. Hier war der Trankhändler, meine ich. Genau. Der soll mir doch mal bitte... Mors bräuchte noch Fiolen. Mors hat hier überhaupt keine. Einmal entzünden. Nehmen wir entzündbares Öl für eine Fiole. Dann Mixtur des Meisters, bitte. Auch wenn die so teuer ist. Die heilt einfach mehr. Dann Mors. Kann einfach, ja. Mal einmal die Mixtur des Meisters. Konnte man denn nochmal Fiolen kaufen? Man hat 23 Silberhirsche dagelassen. So, jetzt zum Waffenhändler. Wer verkaufte denn hier nochmal Waffen? Das sieht doch gut aus. Krähenhammer, Stahlhammer. Ja. Mors Westford. Ach, den Stahlhammer hat er sogar schon einmal.
Dann kauft den direkt nochmal. Wenn der X... Ich lasse den Alester kaufen. Ich weiß nicht, ob sonst Alesters Bonus hier auch für Mors zählt. 61 Silber hier schon gespart. Sehr schön. Dann Bravosi Stilett. Das ist natürlich richtig gut. Das sind alles natürlich schöne Waffen, aber ganz schön teuer. So, die Preise werden wir uns hier nicht einigen können. Mors kann also direkt den Stahlhammer auch hier unten in die Hand nehmen. Steinbeil und Lanze. Wieso habe ich die Lanze denn noch nicht verkauft? Die bringt doch auch ziemlich viel Geld. Auch direkt 94 und das Steinbeil, bitte. So. 90 Silber hier schon wieder gut gemacht. Dann direkt mal für eine bessere Rüstung schauen. Wo muss ich denn da nochmal hin? Auf dem Marktplatz war noch einer, der verkauft aber nur Lederrüstung. Ah, hier ist der Rüstungshändler. Was hat er denn so? Söldner Kettenhemd ist schlechter. Lord Stark Kettenhemd ist auch nicht viel besser. Kettenhemd der Lannister kann ich mir nicht leisten. Rüstung eines alten Targaryen-Königs, ja genau. Die Kettenhandschuhe der Lannister sind schon kackenteuer. Okay. Eine neue Rüstung wird wohl nix. Der Lannister, die Lannister-Rüstung wäre total gut und schön, aber kann ich mir alles nicht leisten. Ist mir dann doch ein bisschen zu teuer. Kommt man denn noch irgendwie Rüstung kaufen, wo es sinnvoll wäre, in welcher Stadt? Und sehr nirgendwo, ne? Ja, gucken wir mal für Alester. Der wird hier ja auch keine bessere Rüstung finden beim Gerber. Besetzte Lederstiefel hier sind schlechter. Ja, Lederrüstung der Lannister. Wäre natürlich besser, aber kann ich mir nicht leisten. Okay. Das ist leider etwas schade. Zumindest habe ich eine etwas bessere Waffe für Mors. Dann gehe ich nochmal zurück zum Eingang und rede mit dem Moros, der da stand. Vielleicht kann man den ja für die Nachtwache anwerben. Alester kann jetzt übrigens wieder sein Ilyn Pine. Also. Ilyn Pine Umhang anziehen. Ausbildungsbogen. Interessant. Moros. Moros, my brother. How are you? Mors? Cods, the butcher has left the wall. Indeed. The Lord Commander has named me a recruiter now. Oh, I never have believed it possible. Well, it's good to see you. Hey, tell me, have you heard the news? I'm listening. It seems that Ned Stark's bastard Jon Snow has joined the Night's Watch. Like his uncle Benjen. Another Stark with the Night's Watch? Let's hope he's made of the same stuff as his uncle. Apart from that, do you know where I might find potential recruits in this cursed town? Oh, I don't think there's a shortage here. I'd recommend the dungeons of the Red Keep. There are always men there who'd rather take the black than lose their heads. And don't forget to hunt the streets, especially around Flea Bottom. You never know who's hiding round there. Soon as you've found some volunteers, send them to me. I'll see to taking them north myself. Thank you, Moros. Don't mention it. I'm just back from High Garden. I found a dozen men back there. I must now return north, so I can easily take your recruits with mine. There's no bother at all. Very well. I will send you those I find. Go well, brother. Okay. Dann schauen wir mal, wen wir so finden.
Ich würde aber gerne in die Kanalisation zurück und dem Kampfring mal wieder einen Besuch abstatten. Wäre natürlich ultra vom Vorteil, wenn ich jetzt auch wüsste, wie ich in die Kanalisation käme. Noch 2 Silberhirsche. In der Arena waren wir ja auch schon lange nicht mehr. Gott, Entschuldigung für den Nieser. Ich denke mal, ich werde schon wieder vergessen, den rauszuschneiden. Das ist nicht sehr schön, aber... Na, wo gehe ich am besten her nochmal? Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wo die Kanalisation ist. Ja, was hier überall irgendwie für Gebäude waren. Einmal hier durch. Ach, hier sind wir schon direkt in Flohloch angekommen. Wache? Are you looking to get into the dungeons, Crow? What on earth would make you believe that? Oh, you know, we keep our eyes open here. It's important in this job, otherwise an opportunity can pass right under your nose. You know what I mean, don't you? Not really, no. What do you speak of? We know them well here, the recruiters of the Night's Watch. They all come to the Red Keep sooner or later. You're looking for prisoners, and we've got plenty of them. Maybe there's a way we can come to an agreement with each other. You want something from me to take these prisoners out of here? What is it? Me? I ask nothing of you. Let's just say that some people show themselves to be very generous when passing through these dungeons. But in truth, I'm just a hard-working doorman, really. In fact, if you so wish, I can open these doors for you. Very well. I'll follow you. Der verarscht uns eh, das ist mir aber gerade egal. Könnt's ja mal versuchen. Aber ja, bei der Nachtwache nimmt man ja mittlerweile eh jeden, den man finden kann. So traurig es leider ist. Sind wir schon wieder im Roten Bergfried? Goldrock. Hallo, könnt ihr mal... Wollte meine Charaktere schon wieder nicht mehr aufhören zu laufen? Look here, a visitor. To what do I owe this pleasure? I am Mors of the Night's Watch. I hear that you have prisoners for the taking. For the taking? Oh yes. They're doing little here right now. However, if you want them, you'll have to have the coin, my friend. As a recruiter, I've the right to take as many prisoners as I like, with or without your permission. Oh, aye, I'm sure. You could go request an audience with the king and ask him directly. After a few months, maybe you get the chance to make a right and proper request. With a little luck, and as long as the king doesn't fall asleep during your audience, he may very well give you the prisoners you request. So, what would you rather do? Pay and get them now, or go through the proper route and wait months? It's up to you. How much are you asking for? Let's see. With the 3 who've just arrived and the 1 already rotting down there, I have 4 prisoners awaiting their judgment, all told. If you hand over 50 stags, they're yours. That's a lot of coin. There must be some other arrangement we can agree on. Well, you look like a well-traveled man. Maybe you can help me. It's just that I've always been fascinated by the Royal Guard, you see. If you could find me something, a sword, a piece of armor, something belonging to them, I'd let you leave with these here prisoners. Very well. I'll keep my eyes open. I won't move from here. Okay. So, have you got something for me? Something from the famous King's Guard? If not, my offer still stands. 50 stags and the prisoners are yours. I haven't found anything yet. I won't move from here. So, okay. Dann gehen wir erstmal wieder raus. Mal schauen, ob wir was finden. Ansonsten kann man ihm wirklich diese
50 Silberhirsche zahlen, das ist nicht so viel. You want to get back to town, Crow? Let's go. Jetzt sind wir mit zigtausend Golddrachen gerechnet oder so. So 3 Golddrachen oder so. Da hätte ich gesagt, du kannst mich sonst wo. Wenn mit eurem Hund die Kehle eines Gegners zerfleischt, lauft ihr in Gefahr, von anderen Gegnern entdeckt zu werden oder so. Okay. Stell mich mal schon mal da hinten hin. Death to the murderers! Hang them! Burn them! Justice for me! Okay, hier geht scheinbar der übelste Shit ab. Darum kümmere ich mich aber erst in der nächsten Folge und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder als Let's Play Game of Thrones, das Rollenspiel. Bis dahin, macht's gut.